Moin Leute, herzlich willkommen zu der neuen Folge. Geht wieder los, Raps aus Saat. Also verrückt, der feiert einen Geburtstag, mindestens. Nein, nicht mindestens, aber fast einmal Geburtstag kann er feiern im Jahr. Jetzt geht der ganze Wahnsinn von vorne los. Mit dem Raps fangen wir an. In ein Jahr dreschen wir ihn oder werden ihn gedroschen haben. Dieses Mal Einzelkorn mit einer Optima SX hast du uns mitgebracht, Genau. ne? Die haben wir uns ja schon mal Die haben wir uns ja schon mal angeguckt im Traction Bootcamp. Auch mit, nicht mit Alex, Andreas hat die erklärt, ne? Genau, der hat ja ein bisschen schneller gesprochen. Aber erklär uns doch einfach mal kurz noch mal, was du hier mitgebracht hast. Einfach mal kurz anreißen. Ja, wir haben hier komplett gespannt aus F-Drill, da gehen wir gleich noch hin, und Optima SX. Optima ist unsere komplette Einzelkornsätechnik für Mais, aber die wir natürlich auch mittlerweile für Zuckerrübe, Bohnen, Sonnenblumen und auch eben halt Raps und noch einige andere Saatgüter natürlich verwenden können. Aufgebaut hier im Klapprahmen, 12 Reihen auf 50 cm Reihenweite, mit Düngerapplikation vorgelagert, Doppelscheiben Düngerschar, Überlast federgesichert, alles aus Guss, kann ich mit einem Bolzen in verschiedene Tiefen abstecken. Darüber wird mein Dünger 5 cm neben die Reihe appliziert und in der Tiefe, die ich gerne möchte. Also im Normalfall 5,5 sagt man ja so, da werden wir auch nachher dann wahrscheinlich hinkommen. Dahinter ist das Herzstück, unsere SX-Säreihe, das ist unser Überdrucksystem. Bedeutet, wir vereinzeln hier nicht, wie es früher immer war, wir ziehen ein Korn gegen die Scheibe, sondern wir drücken das Korn mit Überdruck gegen die Scheibe und können dadurch halt gerade im Mais höhere Fahrgeschwindigkeiten von bis zu 18 km/h realisieren. Aufgebaut ist das Ganze, die Reihe hängt im Gussparallelogramm, wird darüber quasi parallel zum Boden in der Tiefe geführt vom Rahmen. Im Parallelogramm habe ich einen Hydraulikzylinder, womit ich die Reihe bis zu 120 Kilo zusätzlich belasten kann. Daneben sitzt eine mechanische Feder, die die Reihe entlastet. Die Reihe an sich wiegt 130 Kilo. Also ich kann 130 plus 120, so 250 Kilo Schardruck geben, plus Saatgut natürlich, was noch drin ist. Oder ich kann halt die Reihe mechanisch über die Feder entlasten. Gerade für, wenn ich in einer Zuckerrübe fahre mit astrein vorbereiteten Saatbett, muss ich die Reihe eher entlasten als belasten. Hier werden wir heute, denke ich, eher ein bisschen Druck brauchen, weil wir ja ins Striptill fahren. Damit die Reihe schön ruhig liegt. Gar nicht. Wir werden es ja nachher sehen. Wir haben hier sandigen Standort. Sandigen Standort ist ja eigentlich guter Standort, aber wir haben noch ein bisschen vorgelockert. Also hier war Striptill. Wir haben die Fahrgassen einfach noch mal ein bisschen nachgelockert. Nicht, weil die verdichtet waren, sondern weil es einfach nicht perfekt aussah. Und für Raps muss alles perfekt aussehen. Ja, genau. Wir haben jetzt hier 12 Reihen. Wer rechnen kann, 12 mal 120. Irgendwann hebeln wir die Maschine natürlich gerne auf. Dafür haben wir, ich weiß nicht, ob du das drauf kriegst, eine Unterlenkerballastierung. Die sitzt da hinten unter den Unterlenkern. Die kann ich hydraulisch noch mal unter die Unterlenker knipsen und mir quasi somit Gewicht von der Hinterachse holen. Und so kann ich mir noch mal zusätzlich um die ca. 1,4, 1,5 Tonnen von der Hinterachse des Schleppers holen, um halt die Reihen wirklich sauber in den Boden zu bekommen mit der vollen Schardruckballastierung. Zurück zur Säreihe. 60 Liter Saatgutbehälter steht in diesem Fall unter Druck, deswegen sind hier auch Dichtungen drin. Jetzt ist hier gerade noch der Sack Saatgut drin. Darunter das Herzstück, das Säherz. Ist jetzt hier, wie wir sehen können, für Raps. Kann ich natürlich auch also derselbe Deckel funktioniert auch in Zuckerrübe, da muss ich nur eine kleine Modifikation innen vornehmen. Für Mais brauche ich dann zum Beispiel einen anderen. Bei Raps ist die Besonderheit im Deckel, ich habe hier unten noch so ein kleines Sternrad, weil gerade, jetzt sieht man hier auch schon so diese kleinen Maiskörner, die sind Rapskörner, Entschuldigung. Wir fahren hier eine 96-12er Scheibe, bedeutet wir haben 96 Löcher auf dem Orbit mit einer 1,2 mm großen Bohrung. Und gerade bei so feinen Rapskörnern kann es schon mal sein, dass sich da irgendwie was drin verklemmt oder so. Damit wir halt immer eine saubere Belegung haben, haben wir hier halt dieses kleine Sternrad drin, was halt immer die gesamte Zeit die Scheibe reinigt, damit wir halt weiterhin eine saubere Belegung haben. Das heißt, wenn ich jetzt
meine Maschine auf Mais normal gerüstet habe und ich möchte jetzt auf Raps gehen, dann brauche ich einmal diese Scheibe entsprechend Und den Deckel. Und den Deckel. Ja. Okay. Also du nimmst quasi hier den Schlauch ab, tauschst den ganzen Deckel, tauschst die Scheibe und dann hast du die Maschine von zum Beispiel Mais auf Raps umgebaut. Für Zuckerrübe würde derselbe Deckel funktionieren, da würde nur quasi dieses Sternrad ausgebaut werden. Muss ich hier unten noch irgendwas ändern, eine andere Fangrolle? Nein, also das ist das Einzige, was du ändern musst, wenn du einen Fruchtartwechsel machst. Und du musst auch nicht bei jeder Frucht den Deckel wechseln. Also meistens, wenn wir jetzt zum Beispiel Mais, Sonnenblume, Sojabohnen oder sowas reden, das ist alles derselbe Deckel, da wechsle ich quasi nur die Scheibe, die dahinter sitzt. Darunter Fotozelle, die halt detektiert, wie viele Körner wir gerade tatsächlich ausbringen. Das sehen wir nachher oben auch im Terminal, die schon sehr, sehr genau ist, aber bei der Frequenz, wie Raps rausschießt, die schwankt sehr viel, weil das nachher einfach, da braucht nur ein Korn irgendwie eine Millisekunde zu spät kommen und dann ist der Wert quasi schon wieder, weil wir schießen ja nachher irgendwo 30 Körner, 25 Körner raus. Das ist halt eine unglaublich hohe Schussfrequenz. Pro Sekunde muss man dazu sagen. Wenn wir irgendwo 10 km/h nachher fahren. Ne? Alles andere ist immer gleich, ganz egal was wir haben. Jetzt haben wir hier noch einen V-Räumer, einen V-Klutenräumer davor, der einfach Steine oder Grobkluten noch seitlich weggeräumt. Wir haben hier unsere Doppelschneidscheibe, die uns eine saubere Furche formt. Und hier unten drin sitzt unser Schussrohr mit dem Furchenräumer unten drunter, damit wir wirklich eine saubere, runde Furche haben, wo wir das Korn hier rausschießen und da, wo es von der Fangrolle, die dahinter sitzt, direkt gefangen und angedrückt werden kann, damit wir eine saubere Saatgutplatzierung haben. Wie viel Volumen habt ihr auf 60 Liter. 60 Liter, das heißt 720 Liter auf allen drei. Wenn ihr euch fragt, ich habe auf meine EDX 600 Liter, also das ist schon vernünftig und das liegt auch, glaube ich, genau ungefähr im Wettbewerb. Ja. So. Von bis, gibt ein paar kleinere, ein paar größere. Jetzt fragt ihr euch bei Raps, wir haben jetzt hier so viel drin. Wir haben 2 Einheiten drin. Einen Moment. So, wir haben mal kurz nachgefragt beim LG-Fachberater, den ihr gleich kennenlernt. So viel ungefähr ist drin. Wir haben 3 Millionen Körner, 2 Tüten reingegeben. Das ist mehr als 10 Hektar. Genau. Überleg mal, mehr als 10. Ich hatte schon Maissorten. Und wir sind nicht mal, wir sind glaube ich irgendwo hier. Ja, genau. Also unfassbar wenig. Das heißt, wenn jemand mal richtig Lust hat, der macht die voll mit Raps und der ist eine Woche weg. Ja. Mindestens. Da muss auf jeden Fall einer mit dem Spritfass hinterherfahren. Genau. Tiefenführung werden hier über die Gauge Wheels realisiert, über eine Spindel eingestellt. Hier drauf habe ich eine Zentimeterangabe. Offen, damit, auch wenn es mal nasser wird, was bei dir jetzt nicht so der Fall ist, aber damit die Erde weg kann, seitlich, und wir uns nicht hier hinter was zuschmieren. Und pendelnd aufgehangen, damit gerade wenn wir Unebenheiten haben oder steinige Bedingungen, die eine Seite ausweichen kann und wir somit die Bewegung auf die Reihe halbieren und somit die Reihe natürlich auch deutlich ruhiger laufen lassen und somit die Saatgutplatzierung natürlich auch deutlich schöner wird. Anschließend kommt noch die V-Andruckrolle, die ich mechanisch be- oder entlasten kann. Hier sind jetzt die schmalen Andruckrollen drauf. Ich kriege die auch noch in doppelt so breit, wenn ich zum Beispiel sehr sandige Böden habe. Gibt's die auch noch entsprechend mit Fingern, wenn ich sehr klütrigen Boden habe? Nein, bis jetzt noch nicht. Bis jetzt noch nicht. Also ist noch ein Punkt, den wir sagen können. Es gibt nämlich einige Hersteller, die fahren in halb-halb und sowas. Ich habe jetzt keinen klütrigen Boden. Für mich ist das jetzt hier, kommt das gar nicht in Frage. Ich habe aber gerade einen Kandidat, wo wir Striptill machen. Der wäre so ein Kandidat, wo das in Frage kommen würde. Gut, das wäre... Ja, einen Punkt noch. Ansonsten noch, wenn man jetzt mal hier über die Maschine drüber guckt, sieht man, dass die Reihen quasi im Offset aufgebaut sind. Das ist jetzt auch so ein Punkt, gerade wieder für deine Bodenbedingungen, sehr sandig. Wenn ich das ins Offset setze, kann der Boden schöner fließen. Du hast das vielleicht noch von der U-Drill im Kopf, da war der Reifenpacker hinten auch so ins Offset gesetzt, ja, genau, dass der Boden schöner da durchfließen kann und wir den Bulldozing-Effekten halt ein bisschen minimieren. Genau. Gut. Ich glaube, das wäre es erstmal soweit. Fragen kommen nachher beim Fahren, 100%ig. Diese Unterfußschare, sind die nur mit Feder gespannt, oder? Genau, die sind mit den Federn gespannt und überlastgesichert. Ja. Im Normalfall reicht das immer aus. Okay. Das heißt, auch in sehr sandigen Boden laufe ich nicht die Gefahr, dass sie zu tief gehen? Genau, also natürlich muss ich dann natürlich über das Lochbild gucken. Vielleicht Ja. muss ich sie dann einfach mal einen flacher stecken. Also die sind quasi so, wie sie jetzt sind sie eigentlich in der Arbeitsposition. Und wenn sie zu viel Druck kriegen, weichen sie nach hinten aus. Okay. Gut.
Und dann gucken wir mal nach vorne, da hast du uns was Nettes mitgebracht. Genau. Vorne haben wir unsere ganz neue, jetzt ab nächstem Jahr verfügbare Quernland F-Drill mitgebracht. Das ist unsere neue Frontank-Generation, ja, die eigentlich auf der Agritechnica letzten Jahres vorgestellt werden sollte, die ja nicht stattgefunden hat. Jetzt hier in der Nullserie, ab nächsten Jahr in der Vollserie verfügbar. Ist jetzt hier unsere Quernland F-Drill Maxi Duo, bedeutet Quernland F-Drill, so heißen beide. Maxi ist die große mit 2200 Liter, also unglaublich viel Volumen. Und es gibt dann noch die Compact, die hat dann 1600 Liter. Die endet dann hier circa, hat denselben Deckel, ist genauso aufgebaut, ist dann halt ein bisschen kleiner für, wenn ich auch mal kleinere Trecker habe oder ich sage, ich brauche gar nicht so große. Und das Duo steht dafür, dass wir 2 Dosiereinheiten hier unten drunter haben. Also eine linke, eine rechte. Somit kann ich quasi auch hinten auf der Maschine zumindest in 3 Meter Segmenten Section Control fahren, jetzt bei dieser Variante zum Beispiel. Wenn ich jetzt nur sage, ich brauche nur einen Dosierer, geht das natürlich auch. Das wäre dann quasi die normale Maxi oder die normale Compact. Dann sitzt hier halt nur einer zwischen. Ansonsten komplett identisch aufgebaut. Natürlich Gebläse da ein bisschen kleiner dimensioniert, wenn ich nur einen Förderstrang habe. Die Dosierer, die hier unten drunter sitzen, kennst du von der U-Drill schon. Das Sofort sind erkannt unsere Eldos-Dosierer, die unter all unseren Sämaschinen eigentlich sitzen. Also E-Drill, U-Drill, jetzt F-Drill. Also komplett isobusfähig, 5 Rotoren, die dabei sind, die ich halt tauschen kann, je nachdem, was für Früchte, was für Dünger ich habe, damit ich da halt maximal flexibel bin. Unglaublich benutzerfreundlich. Einen Moment. So, weiter geht's. Ja, Eldos-Dosierer unglaublich benutzerfreundlich, weil halt alles dabei ist. Alles isobusfähig. Ich auch nachher beim Abdrehen, ich gebe oben meine Werte ein, kann hier unten über die Taste Start, Stopp drücken und muss somit halt nicht mehr hin und her laufen und nachher nur noch oben den Kilogrammwert eingeben. Das hat mir fast gut gefallen bei der U-Drill im Frühjahr. Das Einzige, was mich ein bisschen genervt hat, dass man immer vordosieren musste, bis das Programm weiterspringt. Weil wenn man schon einmal abgedreht hatte und sich gedacht hat, ich müsste eigentlich, ich drehe mal noch mal zur Sicherheit ab, muss man wieder übers Vordosieren gehen, wieder leer machen. Ja, wenn du jetzt eine Abdrehprobe schon durchgeführt hast und du die überprüfen willst, gibt es noch das Testabdrehmenü, da überspringt er diesen Punkt. Aber ansonsten hast du grundsätzlich recht, wenn du, weiß ich nicht, du füllst nach, willst noch mal irgendwie nachdosieren und willst tatsächlich noch mal eingeben. Das ist auch bei uns schon angekommen von deiner Seite aus. Dankeschön. Ansonsten zum Tank. Wie gesagt, Nullserie, ab nächstes Jahr Vollserie. Dann wird es auch eine Waage dazu geben. Also dann kann ich den auch auf Wiegestäbe setzen, was im Isobus angezeigt wird. Das heißt, ich kann auch überprüfen, habe ich jetzt, wie in deinem Fall jetzt nach einem Hektar sind 50 Kilo weg oder sind es nur 45 oder sind 60 Kilo, um so gegebenenfalls irgendwie, wenn ich was falsch kalibriert habe, das nochmal auszugleichen. Und in Zukunft wird es diesen Tank auch noch als Duo-Variante in geteiltem Tank geben. Also so, ich kann den Tank quasi so wie hier und der ist dann drin 60-40 aufgeteilt. Das heißt, ich könnte dann auch Dünger-Saat fahren. Also ein Förderstrom Dünger, ein Förderstrom Saat für jetzt zum Beispiel Getreide drillen. Krasser Shit, man könnte auch 2 Dünger fahren. Genau, du könntest dann auch zum Beispiel 2 Dünger fahren. Natürlich müsstest du dann jetzt, in diesem Fall haben wir jetzt hinten 2 Verteilerköpfe drauf für links, rechts. Da müsstest du quasi sagen, du brauchst einen Verteilerkopf für alle Reihen für Dünger A und einen Verteilerkopf für alle Reihen für Dünger B. Ansonsten großvolumige Deckel. Einen Moment. So, können wir noch mal einen Blick da eben reinwerfen? Ja. Das Telefon hat ja leider den schönen Blick. Großen Tank, also jetzt natürlich der große mit großen Deckeln, die in diesem Fall nach links und rechts aufgehen, um halt, wenn ich an eine Schnecke ranfahre zum Beispiel oder so, damit ich vom Fahrerplatz schön sehen kann, wie nah kann ich ran, wie weit bin ich weg. Deswegen klappen die Deckel von links nach rechts auf, so dass ich optimalen Überblick habe. Jetzt ist mir ein Punkt vorhin schon beim Befüllen aufgefallen. Durch diese schöne aerodynamisch geschwungene Form nach unten offen. Wir hatten das ganz unten und wir haben in der Mitte den Big Bag aufgemacht und das ist tatsächlich etwas runtergeflossen. Ne? Also man muss da wirklich beim Befüllen aufpassen, Genau. dass man es in die Ecken reinmacht. Und dass du halt weit genug mit dem Big Pack drin bist. Ja, lag vielleicht am Fahrer vom Telelader, ob wir es mal keinen angucken, aber es funktioniert halt. Wir fahren hier heute Kieserit, 50 Kilo auf dem Hektar. Einfach Schwefel und Magnesium, um die Stickstoffaufnahme zu begünstigen. Da kommen wir aber nachher. Wir kommen nachher noch mal zu dem ackerbaulichen Teil des Programms heute. Genau. Und ansonsten halt
Die Form ist halt so gewählt, damit du halt vom Fahrerplatz immer noch schöne Übersicht nach vorne hast. Weil jeder, der schon mal mit Fronttank gefahren ist, gerade mit älteren Generationen, wie wir sie auch bis jetzt hatten, die sehr eckig waren und sehr gerade, man sieht halt auf der Straße schon relativ wenig sonst vor sich. Das ist jetzt hier schon deutlich schöner und besser gelöst worden. Genau. Da habe ich noch eine Frage. Wenn man sich den Rahmen dieses Fronttanks anguckt, dann sieht das fast so aus, als wurde da Platz gelassen für einen Reifenpacker. Genau. Also das hast du ganz richtig erkannt. Ich kann diesen Tank auch mit einem Frontreifenpacker bestellen. Da sind dann 3 Reifen, wie vom Hinterreifenpacker von der Udril, quasi dieselben, drunter verbaut, auch gelenkt, sodass sie auch in eine Kurve mitfahren. Dann ist diese Form ein wenig länger, damit wir mehr Bauraum haben. Und dann baut der Tank um, ich meine, 25 cm weiter nach vorne aus. Und dann kann ich da halt einen Frontreifenpacker drunter bekommen, der, gerade wenn ich den Fronttank in einer Saatbettkombination einsetze, mir halt noch mal schön in der Mitte mit rückverfestigt. Ansonsten ist halt auch der Förderstrang an der Seite, das sieht man von hier jetzt, ist komplett verrohrt bis hinten. Das hat den Punkt, wir fahren hier ein offenes System. Also wir dosieren den Dünger oder das Saatgut in einen offenen Luftstrom hier unten und der Tank selbst steht nicht unter Druck. So, damit wir trotzdem hohe Fördermengen, gerade jetzt, wenn wir über eine Optima SX reden, wo wir im Mais irgendwo bis zu 18 km/h fahren können, damit wir da halt hohe Fördermengen nach hinten bekommen, fahren wir hier halt eine Komplettverrohrung von vorne bis nach hinten, haben hinten am Schlepper an der Kabine quasi den Drehpunkt, worüber, wir müssen den Fronttank ja auch hoch und runter heben können, worüber das ganze System quasi drehen kann. Und können somit selbst bei 18 km/h noch über 300 Kilogramm Dünger nach hinten pusten. Und wenn wir über 12 km/h reden, was die meisten nachher auch fahren mit diesem System, sind wir bei weit über 400 Kilogramm. Und hat halt auch den Vorteil, jeder, der einen Drucktank schon mal gefahren hat, wenn das System nicht mehr ganz dicht ist, geht meine Förderleistung runter. Und da muss ich erst den Fehler beheben und das habe ich bei einem offenen System halt nicht. Selbst wenn hier irgendwie, weiß ich nicht, ich bin irgendwo dran gekommen und habe jetzt oben ein Loch im Tank. Ich kann trotzdem weiterfahren, weil das System halt nicht auf Druck im Tank angewiesen ist. Sehr nice. Sehr nice. Schön. Dann würde ich sagen, dann gucken wir uns das mal von innen an, nachher beim Fahren. Wir drehen jetzt hier einmal kurz ab und dann starten wir. So, gucken wir uns das Ganze mal an, ob wir hier was finden. Das ist natürlich diese kleinen Körner auf 2,5 cm. Das ist natürlich hart, die zu suchen. Natürlich sehen wir hier nichts, ne? Ist ja ganz klar. Aber sprechen wir doch einmal über die Vorteile dieses Systems. Der Vorteil ist einfach, dass jede Reihe eine viel, viel bessere Ablagegenauigkeit hat als einfach bei einer Drillmaschine. Das ist so dadurch, dass jede Saatreihe auf ein eigenes Parallelogramm mit eigenen Doppelscheibenscharreifen, alles drum und dran sitzt. Da ist eins. Hier ist eins von den kleinen Körnern. Man sieht es natürlich in der Kamera nicht. Aber ich kann euch sagen, ich habe eben eins gesehen, habe das auch eben wieder hier ein bisschen in der Erde verloren. Und dadurch gewährleistet man einfach einen vorzüglichen Feldaufgang. Und das ist auch mit keiner Drillmaschine zu vergleichen. Da ist wieder eine. Man sieht die wirklich ganz, ganz selten schwer. Das ist einfach mit kaum einer Drillmaschine oder mit gar keiner Drillmaschine zu vergleichen, weil einfach jede Reihe für sich aufgeschnitten wird. Die Höhenführung, jede Reihe hat eine eigene Höhenführung. Und dann am Ende wirklich jedes Korn. Also wir sprechen von stecknadelgroßen Körnern. Und die Vereinzelungsgenauigkeit ist einfach da bei Vereinzelungsanlagen. Das heißt, jedes Korn für sich wird hingepflanzt. Und dadurch kann man auch im Guten sagen, man braucht nur die Hälfte der Körner anbauen, weil sie einfach perfekt platziert sind. Sie haben einfach eine hervorragende Standraumverteilung. Und das ist auch das, was wir dieses Jahr bei mir im Raps gesehen haben. Man hat einfach große Einzelpflanzen und auch wenn das Wasser da ist, habt ihr auch in dem Video gesehen, da geht es auch über 5 Tonnen, da geht es auch zu 6 Tonnen hin, ohne Probleme, auch wenn wenig Pflanzen auf dem Quadratmeter stehen. Wir fahren hier zwischen 21 und 28 Körner auf dem Quadratmeter, 21 in den Zonen, wo es wirklich leichten Boden geht, 28 auf schweren Boden. Ich habe einfach festgestellt, durch das Einzelkornverfahren, wir haben halb so viel Körner auf dem Quadratmeter zu stehen auf dem Sandberg. Dadurch halten die Pflanzen deutlich länger durch. Und dadurch ist das, was ich mit der Tigerdrill beobachtet habe, da geht es einfach auf dem Sandberg auf 0,8 Tonnen runter.
und die Einzelkorn auf 1,6 Tonnen bleibt die noch oben, weil die einfach diese wenigen Pflanzen ziehen deutlich weniger Wasser. Und das bringt mich schlichtweg über diese Trockenperioden. Das ist im Prinzip der Vorteil dieses Einzelkornverfahrens. Man sieht, also man hat es die ersten Jahre kaum gesehen. Also das große Problem war halt, dass die meisten Einzelkorngeräte das nicht konnten. Die Tempo ist nachher vorgestoßen in Wedestadt mit der Tempo, waren die ersten, die das wirklich gut konnten, obwohl ursprünglich war es die EDX. Da gab es schon Einzelkornversuche 2010, 2011 und mein Professor hat damals auch schon gesagt, Einzelkorn im Raps ist die Zukunft, kann nur keiner. Das war 2009 ungefähr, 2008, 2009. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, einfach jedes Korn für sich zu platzieren und das ist auch das, was im Prinzip jetzt so in der Zukunft auf dem Vormarsch ist. In vielen Bundesländern sieht man es einfach gar nicht so, aber hier Mecklenburg-Vorpommern, wenn man die Autobahn lang fährt, da sind einfach unfassbar viele Einzelkorn-Rapsflächen schon. Die Vorteile sind einfach da, wir können noch einen Unterfuß drunter packen wie hier, Schwefel und Magnesium und wir haben einfach super kräftige Einzelpflanzen. Das war es erstmal damit. Wir kommen nachher noch einmal zum Strip-Till-Verfahren. Und ich muss einmal kurz das Mikro anschließen und dann kommen wir zu Daniel. Daniel ist der LG-Fachberater Raum Mecklenburg-Vorpommern und zu dem kommen wir gleich. So, gerade von gesprochen. Jetzt haben wir den Daniel hier von Limagrain, LG. LG sollte den meisten Leuten was sagen. Bitte? Ich sage. Du hoffst sehr. Ihr Ambassador ist die meist angebauteste Sorte in Europa. Ist das richtig? Das ist richtig. Laut Kinetic-Umfrage ist Ambassador wirklich im Jahr 2022, also zur Ernte 2022, die meist angebaute Rapssorte in Deutschland und Europa. Okay. Und zum Beispiel der Informer, mit dem ich dieses Jahr sehr, sehr gut geerntet habe, auch von Limagrain. So, jetzt erzähl uns doch mal, was du so mitgebracht hast. Der Ambassador war ja im Prinzip mein Wunsch. Genau. Den wollte ich unbedingt sehen und wollte den selber mal anbauen. Da hast du gesagt, jo, Hannes, den bringen wir mit und dann nehmen wir noch 2 andere zusätzliche mit. Genau. Erzähl doch mal ganz kurz und knackig, wodurch zeichnet sich jede Sorte aus? Genau, also Ambassador, unser Klassiker von den Rapssorten, nicht umsonst meist angebaute Rapssorte in Deutschland zur Ernte 22. Mal schauen, wie wir dieses Jahr rauslaufen. Es bleibt spannend. Und ja, die Sorte zeichnet sich eben dadurch aus, dass wir hier eben eine sehr breite Standorteignung haben. Sprich, von leicht bis schwer können wir die Sorte in die Schläge bringen. Deswegen passt sie ja hier auch in deine Region sehr gut hin. Das ist halt der klassische Allrounder, ne? Genau, der klassische Allrounder. Wir haben ja vorhin auch schon mal gesprochen. Der Schlag fängt ja nach da hinten rüber, wird er ja dann auch noch mal leichter. Und haben dann eben auch wirklich gesagt, dass wir da auch den Ambassador in diesen Bereich stellen auf dem Schlag, weil er eben wirklich der Allrounder ist und auch wirklich mit leichten Bedingungen auch klarkommt. Sag mal ganz kurz und knackig, Höhe und Gesundheit. Wo muss man aufpassen? Wo glänzt er? Ich sag mal, das ist ein großrahmiger Typ. Also sprich, die wuchtigen, hohen Rapspflanzen prägen den Ambassador. Dadurch eben auch, ich sage ja auch immer, was wir oben an Wuchshöhe erkennen können, hat die Pflanze natürlich logischerweise auch in Form von einer Wurzel nach unten. Und dadurch ist er eben auch gut für die trockenen Standorte, weil er eben enorme Wurzelentwicklung macht und seine Vorwinterentwicklung ist eben auch eine sehr gute, also sprich ist auch für die Spätsaat geeignet, der Ambassador, und ist da eben wirklich dieser Allrounder, der da wirklich in die letzten Aussaattage in dem Jahr, im Rapsjahr, wirklich auch noch mal gut reinpasst. Also für Betriebe, die sich kurz entschließen und natürlich auch noch, wenn noch ein Saatgut da ist. Das ist ja auch gerade wieder ein Thema in diesem Jahr. Weil die Sorte eben sehr beliebt ist bei den Landwirten, sollte sie jeder eigentlich schon auf dem Hof haben, hoffe ich dann auch für die Einzelnen. Und ja, von der Gesundheit her
Gute Standfestigkeit. Verticium ist natürlich ein Thema, da glänzen nachher die anderen beiden Sorten, aber darauf gehen wir dann nachher gleich noch mal kurz und knackig ein. Ölgehalt, mischt er vorne mit oder ist er so Mittelfeld? Genau, ich sage mal, Ölgehalt ist ein Mittelfeld. Aber habe ich in diesem Jahr eben auch gesehen, dass eben der Ambassador eben auch mal mit 46 Öl auch in den Betrieben durchläuft. Ne? Also er kann es, wenn die Bedingungen passen, macht auch Ambassador einen sehr guten Ölgehalt. Okay. Euer Adonis ist so ein bisschen euer neues Flaggschiff, was ihr gerne so ein bisschen nach vorne bringen wollt. Sieht man ja auch immer mehr ein bisschen in den Prospekten, in den Werbevideos und. Wodurch zeichnet sich der aus? Also ist er ein großrahmiger Typ, ist er gesund, ist er vital, was kann er am besten? Genau, der Adonis ist ja unser neues Zugpferd für die Zukunft. Also eine neue Topsorte für die Aussaat 22/23. Der zeichnet sich zum Beispiel eben durch eine sehr gesunde Stängelgesundheit aus. Also sprich, gerade im Verticium ist eben, was wir gerade beim Ambassador als Thema hatten, ist der Adonis eben wirklich top und bringt da wirklich eine sehr gute quantitative wie Verticium-Resistenz mit. Und es ist ein mittelrahmiger Typ, also nicht ganz so großrahmig wie der Ambassador. Und macht eben auch eine gute Vor- und Winterentwicklung. Aber was im Vorteil oder was eben diese Sorte wirklich nochmal auszeichnet ist, dass wir die auch in die Frühsaat stellen können. Also sprich, gerade hier in Mecklenburg-Vorpommern in unseren Großbetrieben haben wir doch unter Umständen gewisse Aussaatzeitfenster, die wir abdecken müssen mit Sorten. Und da passt der Ambassador wirklich in die Frühsaat. Der Adonis natürlich, der LG Adonis und der Ambassador zum Beispiel eben wirklich in den hinteren Segment der Aussaatkette. Wo siehst du ihn tendenziell beim Ölgehalt? Das ist nochmal eine ganz große Besonderheit, die die Sorte wirklich mit sich bringt. Hier haben wir wirklich im Ölgehalt nochmal einen ganzen Sprung nach vorne gemacht. Der hat eben wirklich sehr hohe Ölgehalte. Okay. Ne, also. Und zum guter Letzt kommt der Archivar. Da hast du gesagt, der ist jetzt neu auf dem Markt. Ist der schon bestellbar oder ist er noch Genau, ist Vorserie? bestellbar, hat eine EU-Zulassung. Dann Ja. ist so eine Sorte ja wirklich auch vermarktungsfähig. Genau, der Archivar hat eben wirklich über die EU-Zulassung ist er wirklich auch schon bestellbar in diesem Jahr im kleinen Rahmen. Wir haben auf jeden Fall ist noch Ware da. Also wer noch kursentschlossen den Archivar ausprobieren möchte, kann das gerne tun. Und die Sorte lehnt sich so ein bisschen an den Adonis an, also ist auch so ein mittelfrüher, also in der Reife mittelfrüher gesunder Typ. Mittelrahmige Wuchshöhe bringt die Sorte mit sich und ist eben wirklich im Verticium hat er eben auch eine gute Einstufung. Da ist der Adonis natürlich unschlagbar, aber wie gesagt, Verticium können wir hier eben auch bei der Sorte mit Fug und Recht sagen, dass die eben auch sehr gut eingestuft ist. Okay, du hast es gerade schon gesagt, Kurzentschlossene. Wir haben ja heute erst den 22. August. In vielen weiten Teilen Deutschlands geht die Aussaat von Raps erst los oder Genau. beginnt auch erst Anfang September. Wie kontaktiert man euch am besten, wenn man noch tatsächlich Saatgut braucht? Also ich habe ja in der Vergangenheit, ich habe es tatsächlich festgestellt, der Handel hat zu mir gesagt, ist nicht mehr verfügbar, habe ich die Hersteller aber direkt kontaktiert, die Züchter. Und die haben mir dann immer noch mal Material zumindest in kleinen Mengen aufgetrieben, damit man es mal probieren kann. Also wie funktioniert es am besten? Instagram, Genau. Wo seid ihr am besten aufgestellt? Wir sind wirklich auf allen Plattformen vertreten, Facebook, Instagram. Mich findet ihr auch auf TikTok. Ja, da sind wir auf jeden Fall breit aufgestellt. Auf jeden Fall könnt ihr uns auch auf unserer Homepage finden, lgseeds.de. Du kannst es ja gerne noch mal dann einblenden als Link, dass man da vielleicht noch mal leichter in die Richtung kommt. Und über den Weg kann man dann eben wirklich uns auch kontaktieren, weil wir ja auch, ich bin ja nicht allein hier in Deutschland unterwegs. Meine Region ist ja das nordöstliche Mecklenburg-Vorpommern und habe ja ganz viele Kolleginnen und Kollegen, die eben auch im gesamten deutschen Bundesgebiet ihre Regionen betreuen. Und da findet ihr unsere Ansprechpartner, die dann euch gerne weiterhelfen beim Organisieren von Rapssaatgut von Okay. LG. Ihr werdet Daniel in Zukunft auch auf den einen oder anderen AKFs oder Videos sehen. Er wird dieses und nächstes Jahr ein bisschen den Raps mitbetreuen. Und einfach, um zu sehen, wo sind die Sortenunterschiede, die wollen wir für euch noch ein bisschen besser rausdarstellen, damit ihr
auch einen Anhaltspunkt habt, wo sind die großen Unterschiede in der Sorte und auch für den Zuschauer, der gar nichts so viel oder wenig mit Landwirtschaft zu tun hat, einfach zu sehen, wie krass Unterschiede von Sorteneigenschaften sein kann. Und das sind teilweise utopisch große Unterschiede, wie die wachsen, wie die sich entwickeln. Ja. Und das ist auch für den ganz normalen Zuschauer sehr, sehr interessant übers Jahr. Genau. Danke erstmal. Genau. Wird eine spannende Geschichte. Ich freue mich auf jeden Fall sehr drauf und dann schauen wir mal, wie die Kulturen sich übers Jahr so entwickeln. Ne? Genau. Gerne. Und wir gehen gleich erstmal in die Kabine und fahren eine Runde mit dem Fendt mit. Detlef ist da hinten noch auf die letzten Bahnen am Ziehen. Der macht da oben noch das Vorgewende fertig. Wir hatten ja wirklich, habe ich ja in dem letzten Video auch gesagt, wir hatten ein paar Probleme mit Strohhaufen, weil wir einfach lange Stroh hatten, ein bisschen vom Wildschaden. Und das hat der Vollmer ein bisschen aufgezogen, das wollen wir jetzt einfach breit grubbern. Im Optimalfall wäre das jetzt hier gar nicht so mein Boden gewesen, sondern ich hätte im Prinzip gar keine Stoppelarbeit gemacht, hätte Striptill gemacht und hätte jetzt Raps in Einzelkorn nachgelegt. Wie gesagt, ich musste das leider hier einebnen und komme ich leider nicht drum rum. Aber meine Wunschvorstellung wäre das hier nicht gewesen. Aber Striptill in jedem Falle. Und dazu kommen wir aber später noch mal über Striptill-Verfahren. So, wir sind jetzt in der Kabine angekommen, nachdem Daniel uns so schön die ganzen Sorten erklärt hat. Erklär du uns doch mal bitte jetzt hier einmal am liebsten Fendt One in einem Tag, damit wir durchsteigen. Das werde ich auch wahrscheinlich nicht schaffen, aber ich kann grundlegend erstmal das erklären, was wir gerade brauchen. Also hier unten fahren wir natürlich ganz klar das Lenksystem. Wir fahren auch gerade mit Applikationskarte. Das Anzeigen klappt leider gerade nicht, beziehungsweise wenn wir sie auswählen, dann sieht alles rot aus, weil wir eben die Werte anpassen mussten. Müssen wir auch sagen, das ist mit dem Programm, ich habe es ja mit Xavio gemacht, ist es manchmal ein bisschen kritisch. Da steht dann Körner pro Quadratmeter, da habe ich die richtige Zahl eingegeben, aber komischerweise steht dann manchmal die falsche Einheit in den Applikationskarten für die Schlepper. Das habe ich dieses Jahr auch mit den Gerasten feststellen dürfen. Also von daher, der Fehler liegt vielleicht etwas an mir. Ein bisschen, aber nicht komplett. Genau, aber kein Problem. Wir haben dann die Werte hinten im System von Fendt One angepasst. Allerdings hat er uns dann alle Farbschema in Rot geändert, sodass die Karte jetzt leider nicht mehr bunt ist, sondern einfach jetzt rot. Deswegen fahren wir jetzt mit der Ansicht, dann sehen wir ein bisschen schöner, wo wir sind. Aber die Applikationskarte arbeitet trotzdem. Das sehen wir hier oben an dem Blitz, wo 282 jetzt hintersteht. Darunter sehen wir die Reihen durchtickern, wo die Körner, die im Moment durchfliegen, immer wieder angezeigt werden, wonach der natürlich immer hinten wieder nachregelt. Und wenn wir jetzt gleich mal irgendwann in den nächsten Bereich kommen, dann regelt sich die Zahl darüber auch runter oder hoch. Nee, ich glaube, das ist schon der höchste Wert. Das ist der höchste Wert, genau. Und dann arbeiten wir auch. Dann, ansonsten sehen wir jetzt Hektarzähler und ansonsten ist, da wir jetzt quasi fahren, das Menü relativ übersichtlich von unserer Optima. Hydraulikfunktion hätten wir jetzt noch, die brauchen wir nicht. Fahrgasse könnten wir jetzt noch einstellen, die brauchen wir aber auch nicht. Und schalten, also Section Control schalten tut er automatisch. Das sehen wir hier unten. Da haben wir unsere 12 Sektionen, die jetzt alle grün sind. Und wenn wir halt nachher mal einen Keil fahren, dann schalten die halt alle nach und nach ab. Ansonsten kann ich mir in Fendt One jede Seite wie auf meinem Smartphone quasi fröhlich zusammenstellen. Es gibt hier oben den Übersichtsmanager und dann kann ich hier meine kompletten Seiten programmieren, wie ich die gerne hätte. Ist halt jedem selber überlassen. Eigentlich, wenn man ein Handy bedienen kann, kriegt man das Layout hier drauf ziemlich schnell zusammen konfiguriert und da muss man für sich selber natürlich entscheiden, was brauche ich, was möchte ich wie wo haben, was will ich wie groß haben. Wir fahren jetzt hier Lenksystem, Section Control Karte und unseren Auftrag, wo auch die Applikationskarte hinterlegt ist, wo halt alle spezifische Daten hinterlegt werden. Also hier steht jetzt, wir sind jetzt seit einer Stunde dran mit Film und allen und wenn wir so weiterfahren, sind wir in 9 Stunden und 22 Minuten fertig mit einer Fläche. Und hier unten sehen wir dann, wie viel Liter wir bis jetzt verbraucht haben, wie viel Hektar wir bis jetzt gemacht haben und hier sehen wir, wie viel Hektar wir noch vor uns haben und darunter errechnet er quasi einen theoretischen Verbrauch, den wir bis zum Ende haben. Jetzt kriegen wir gerade einen Alarm, dass er auf Reihe 8 eine Doppelstelle hatte, der ist aber direkt auch wieder weg, das heißt, da war eher 2 Löcher wahrscheinlich doppelt belegt und wenn der Alarm dann direkt wieder verschwindet, muss man da erstmal nicht mehr eingreifen. Dann kann er auf Garantie auch selber umdrehen und selber einsetzen. Kann er hier jetzt gerade noch nicht. Ach, aber er mit hat den nicht neuesten, die Freischaltung. Genau, er hat auch noch nicht, doch die Software hat er mittlerweile dafür, aber die Freischaltung nicht. Zumindest das automatische Umdrehen kann er jetzt noch nicht. Mit der neuesten Softwareversion kann er es aber auch und es muss halt freigeschaltet werden. Was er hier jetzt könnte, ich könnte ihm jetzt sagen, hebe an der Vorgewendelinie die Maschine aus.
Da muss ich ihm einmal die Sequenzen quasi einspeichern, dann könnte er das auch. Jetzt hast du ja vorhin gesagt, okay, ihr habt jetzt Düngertank mit einer Menge drauf. Könnten wir jetzt auch teilflächenspezifisch Saat und Dünger machen? Ja. Du könntest sogar nachher, also wenn die Maschine jetzt noch Mikrogranulatstreu dran hat, könntest du auch Applikationskarte Dünger, Saatgut und Mikrogranulat fahren. Der Fendt kann es jetzt, viele andere Hersteller können es jetzt auch. Es ist halt, das Terminal muss es können. Also die Maschinen können das alle, aber die Terminals, die die Befehle geben, die müssen das abarbeiten können. Also sie müssen die ganzen Pools beliefern und auch sauber schicken können. Da hängt es halt manchmal noch dran, dass die Terminals nicht mehrere Applikationskarten auf einmal abarbeiten können. Gut. Ansonsten ist es wahrscheinlich einfach nur die Kornzahl einstellen, reinsetzen, losfahren. Der Rest übernimmt ja die Maschine, weil die weiß ja alleine ihre Bohrung, ihre Geschwindigkeit und kontrolliert sich ja anhand der Lichtschranke. Das muss einen mal vorstellen, wenn du vor 20 Jahren gesagt hast, pass auf, du kannst Raps legen in Zukunft und die Maschine zählt jedes einzelne Korn. Ich meine, gut, vieles, was man heutzutage, wenn man das vor 20 Jahren jemandem erzählt hätte, hätte dir einen Vogel gezeigt, aber... Es ist so, aber es geht heute halt alles und so wie es halt auch damals schon beim Traction Bootcamp war, wir können die auch heute ins Dreieck schießen, die Reihen untereinander. Natürlich ist das bei Raps jetzt nicht möglich, weil der Abstand zwischen den Körnern halt viel zu kurz ist. Also jetzt, wenn wir jetzt 280.000 Körner, also 28 Körner auf den Quadratmeter legen, dann sind wir halt bei einem Pflanzenabstand von 7 cm und das ist bei einer Fahrgeschwindigkeit von 10 km/h, schießen wir halt weit über 30 Körner pro Sekunde hinten raus. Das muss man halt auch. Irgendwo sind dann da auch Grenzen gesetzt. Ja, die Frage ist ja auch, wie toll soll denn die Standraumverteilung sein, einfach mal einen 7,5 cm Korn zu platzieren. Also wenn es jetzt irgendwie 12,5 cm Reihenabstand wäre und dann das Ganze in Delta zu stellen, wäre es ja auch nochmal eine andere Sache. Ich sage jetzt mal, man kann ja so eine Maschine, also man kann ja auch noch auf 37,5 gehen, was ja quasi so der erste Stand der Engsaatmaschinen war damals im Mais. Da würde es sogar rein theoretisch noch wieder funktionieren, weil da natürlich der Abstand zwischen den Pflanzen wieder ein bisschen weiter auseinander geht. Aber wirklich Sinn macht es halt nachher wirklich erst Zuckerrübe oder Mais oder so mit dem Dreiecksverband, wie ihr den damals gesehen habt. Ansonsten, ja, wir haben jetzt quasi zwei Isobus-Pools, einmal die Drille und hier fahren wir einmal den Fronttank, der jetzt hier in diesem Fall, jeder Dosierer bringt jetzt quasi 25 Kilo aus, weil jeder Dosierer 3 Meter beschickt. Und darunter sehen wir, dass die Dosierer laufen mit den grünen Zeichen. Wir haben unsere Gebläsedrehzahl, ansonsten nicht viel. Genau. Wäre der jetzt natürlich deutlich interessanter, wenn man jetzt eine Scharschiene fahren würde, weil der dann halt die komplette Scharschiene steuern würde. Genau. Jetzt gehen wir nochmal zurück zu dem Bild. Jetzt werden natürlich viele sagen, wie 25 cm. Man muss doch da jetzt 50 eingeben, auch wenn jeder nur die Hälfte ausbringt. Du hast vorhin schon gesagt, es handelt sich ja hier um diesen Gerät um die absolute Nullserie. Genau. Also zur Vollserie gibt man dann nachher natürlich einfach nur noch 50 Kilo ein, jetzt in deinem Fall, und dann steht hier auch nur noch 50 Kilo und dann funktioniert das ganz genauso. Genau, das heißt, hier ist ein Punkt einfach, wenn das beim Endkunden ankommt, ist das wegprogrammiert. Ja. Das sind wahrscheinlich Programmierdinge, die auch wirklich auch im Feld dann aufgefallen ist. Ja, also grundsätzlich die Software an sich, die gibt es, man kann das benutzerspezifisch, also jede Maschine, die hier bei uns könnte immer in diesem Segment fahren, aber natürlich will der Endkunde nachher einfach nur 50 Kilo eingeben, wenn er 50 Kilo fahren will, und dann ist das fertig, und das wird zur Vollserie natürlich auch gehen. Okay. Ja, des Weiteren seht ihr, dass das hier so ein bisschen wackelt. Also wir haben verschiedene Vermutungen. Zum einen, das ist gar nicht mehr so wellig. Also beim Strip-Till im 900er Fendt hat man es nicht mehr wirklich gemerkt. Aber wir sind auch der Meinung, dass die Federung von dem 700er ein bisschen am Limit fährt, weil wir haben ja 2 Tonnen Kieserita eingefüllt, weil wir auch nicht so oft hin und her fahren wollten jetzt mit dem Big Pack. Und das könnte auch, naja, mit dem Fronttank sind es, was das so, müsste es 3,5 Tonnen? 3,2 Tonnen müssten es jetzt 3,2 Tonnen ist für so einen kleinen 700er schon eine Welt. Aber wir fahren jetzt ein paar Bahnen und dann wird es ja immer besser werden. Ja. Ansonsten das Arbeitsbild sieht gut aus. Wir haben auch schon ein bisschen nach Körner gebuddelt, war die auch gerade dabei. Dünger ist natürlich ganz schwer zu finden bei 50 Kilo auf dem Hektar. Das ist sehr, sehr wenig. So müssten wir anhalten, dann würdest du ihn finden. Ja, genau. Einmal anhalten und dann sieht man ihn. Ansonsten ich finde das immer, sieht man ganz schön aus bei Strip-Till. Da sieht der Boden noch so schön fest aus. Ein bisschen Stroh hat man noch oben drauf, dass wenn auch mal mehr Niederschlag kommt, hat man nicht immer gleich die Gefahr, dass der ganze Boden dann verschlemmt. Wir haben ja trotzdem eine Struktur. Und das Schöne ist ja, wir haben eigentlich immer nur innerhalb der Saatreihe dieses feine Saatbett, weil das halt im Prinzip durch die Einzelkorn erzeugt wird. Alles andere bleibt etwas grober. Und das sorgt natürlich dafür, dass der Boden auch gut Wasser aufnehmen kann, wenn viel kommt. Aber das gucken wir uns gleich noch mal draußen an. Von deiner Seite war es hier drin? Ja.
wir haben soweit alles gesagt. Und alles Weitere sehen wir nachher im Feld, beziehungsweise im Feldaufgang, wenn wir jetzt gleich nochmal buddeln. Ich habe schon gebuddelt. Achso, du hast schon. Ich habe schon gebuddelt. Ich war schon mit dem Finger, aber es ist natürlich dieses kleine Korn, wenn es noch mit der Erde umhüllt ist, Ja. auf die Kamera zu bekommen. Und dann hast du gerade auch noch so erdfarbenes Saatgut, was natürlich noch ein bisschen schwieriger ist. Genau, also es gibt ja Feuerrotes und Blaues, das Genau. ist ganz okay. Aber das ist jetzt hier so Bordeaux-erdig. Ja, damit es gar nicht auffällt. Okay, ich würde sagen, das war's dann in dieser Folge. In der nächsten Folge gucken wir uns das Ganze nochmal an mit Strip-Till und ich hoffe, ich habe bis dahin den Spaten dabei. Und dann fahre ich selber noch eine Runde, also werde auch mal ein paar Hektar damit machen. Und ich wünsche euch jetzt erstmal viel Spaß bei den Drohnenaufnahmen. Bis dann!